Akku ist auch noch natürlich erwähnenswert. Wir gehen von den 500 auf 545. Ne? Ja, sind immerhin fast 10% mehr. Nicht, dass der oft leer gefahren wird, aber es ist trotzdem, man hat ja immer so ein besseres Gefühl, wenn noch ein paar Prozent mehr angezeigt werden, die man in Reserve hat. Hi Leute, ich bin der Lucia, das ist der Tobi. Wir sind Hi. in Kaiserslautern im Konrad, dem Fahrradladen. Und wir haben die ersten 23er Easys jetzt hier. Und das stellen wir jetzt euch vor. Ja, was ihr hier seht, das ist der absolute Kassenschlager bei uns, nämlich das N38ZR. Das bedeutet das Easy mit der Enviolo-Schaltung. Und auch ganz ehrlich, die dunkle gedeckte Farbe, also der neue Nachfolger vom Cosmo Blue, das ist tatsächlich auch eure Verantwortung, denn die dunklen gehen bei uns mit Abstand am besten. Ja, also es sieht im Prinzip, ist es eigentlich, ja, das ist der Dauerbrenner bei uns. Man denkt halt so, ah ja, die ganzen coolen Farben, aber oft werden dann doch eher die gedeckten, dunkleren geholt mit ein bisschen Farbe. Im Endeffekt ist es halt, ja, der Klassiker, das Cosmos Blue, wo halt letztes Jahr und vorletztes Jahr schon gut lief. Minimal anders da, aber eigentlich ist es fast der gleiche Farbton, schimmert irgendwie vielleicht ein bisschen anders da, vielleicht noch ein bisschen matter dieses Jahr. Was wir auf jeden Fall anders haben, ist halt, wir haben hier so, die Details wurden nochmal nachgearbeitet. Das Rad ist natürlich nochmal ein bisschen teurer geworden, ne? Aber es wird in gewisser Weise nochmal relativiert, weil es ein paar nützliche Gadgets hat und ein bisschen nochmal abgegradet wurde. Für die Leute, die nicht wissen, für was dieses N3 steht, mal kurz die Auflösung: 380% Bandbreite von der Enviolo Tracking, ne? Also die Spreizung. Und das ZR heißt Zahnriemen, weil wir werden das oft am Telefon oder hier im Laden gefragt, deswegen nur mal kurz für alle, die jetzt noch, dann noch mitkommen. Ne? Genau, also mit Zahnriemen ist der bewährte Gates Carbonriemen gemeint, den wir immer ganz gern bei unseren Trekkingrädern verbaut haben, weil er halt eine sehr saubere Geschichte ist und ja, praktisch wartungsfrei ist. Also wir erzählen es ja immer wieder, so ein Kettenantrieb, der muss regelmäßig gewechselt werden. Hier ist eigentlich die Lebensdauer vom Fahrrad ist fast die gleiche wie der vom Riemen. Gut, fangen wir an. Gehen wir von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten durch das Rad durch? Ja, vielleicht fangen wir mal vorne an beim Cockpit, denn da hat sich was geändert, und zwar die Klingel. Vorher hatten wir ja so eine schöne runde, eigenwillige Klingel, und jetzt haben wir eine, die man direkt erkennt, die man super mit dem Daumen bedienen kann, direkt unter dem Remote-Bedienteil vom neuen System. Lässt sich gut bedienen, ist ganz schick und nicht mehr dieser runde Klotz, den wir vorher da hatten, das Käserad. Ja, ich fand die Klingel trotzdem ganz witzig. Aber es ist halt auch nur eine Klingel, ne? Die tut es auch, sieht auch schick aus, ich komme halt super gut dran, jeder kriegt es hin. Weil ich sehe halt hier auch noch, guckt mal euch das mal an. Es gibt halt Leute, die kamen dann an die Klingel nicht dran mit ihrem Finger, mussten dann irgendwie das Ding drehen mit dem Zeigefinger, und guckt euch das mal an. Hier kommt jeder dran und guck mal, ich kann hier noch den Winkel einstellen, wie geil ist das denn? Also wirklich Klingel-Level durchgespielt, Level High oder 10 von 10, ne? Bam. Naja gut, haben wir das halt, Intuvia 100 halt, ne? Schön hier, kann ich das auch abmachen und wieder dran machen. Ist per Bluetooth, ne? Das sind die wichtigsten Sachen drauf. Schön clean hier, schmal, klein. Ich sehe halt hier, welche Modus ich bin, wie die Trittfrequenz ist, die ganzen, ihr kennt die Sachen, ne? Also die ganzen Genau, also Anzeigen. die Details kennt ihr mittlerweile aus unseren Videos, aber das Wichtige ist halt wirklich smartes System. Ja. Also das ist das größte Upgrade, was wir eigentlich haben. Wir sind von der alten Generation zur neuen gewechselt. Der aktuellen zu der nächsten. Ne? Man muss ja sagen, wir haben ja noch Räder da. Viele sagen, für mich ändert sich eh nicht viel. Es ist so ein Werkstattthema wegen den Anschlüssen, dem Bussystem. Und ja, im Endeffekt ist es halt jetzt die Zukunft dann. Ne? Genau, also die Konnektivität, das ist so das neue Aushängeschild von Bosch. Da soll es in Zukunft weitergehen. Momentan sind wir eigentlich noch bei einem relativ geschlossenen System mit den Produkten, die vorhanden sind. Aber jetzt haben wir eben die Möglichkeit, ja, dass wir da ein bisschen smarter werden mit dem ganzen System. 10 Newtonmeter mehr gibt es auch oben drauf. Genau. Wir haben hier, seht ihr an dem Cover, zack, wie beim CX Generation 4 Smart mit diesem Pfeil hier, das ist das neue. Der neue Bosch Performance Line, der vorher mit 65 schon ziemlich kräftig war. Jetzt hat er nochmal 10 Newton mehr, ist wie der alte CX halt mit 75 Newton. Aber trotzdem leise, verbraucht, je nachdem wie ihr den natürlich fahrt, auch noch weniger wie ein CX und halt er ist leise. Ne? Das ist halt
eigentlich einer der besten Motoren in diesem ganzen Bosch-Kosmos und generell von allen Motoren. Gut, Akku ist auch noch natürlich erwähnenswert. Wir gehen von den 500 auf 545, ne? Ja, sind immerhin fast 10% mehr. Nicht, dass der oft leer gefahren wird, aber es ist trotzdem, man hat ja immer so ein besseres Gefühl, wenn noch ein paar Prozent mehr angezeigt werden, die man in Reserve hat. Da sind wir jetzt einfach ein paar Zellen größer geworden. Knapp 10% nochmal on top drauf, wenn es Leute gibt, die sind mit dem 400er unterwegs oder 500 und sagen, boah, irgendwie komme ich nach Hause und habe noch 10%. Damit seid ihr dann auf der nochmal sicheren Seite. Aber klar, für die meisten Touren reicht auch der 500er. Ich bin Fan von der Bremsanlage. Ja gut, die Bremsanlage immer stark in letzter Zeit bei Easy. Also das Update kam ja letztes Jahr dann schon. Und hier nochmal 4 Kolben vorne. Ich glaube diesmal, ja, das ist schon, also damit kommt man schon zum Stoppen. Und wir sind hier nicht bei dem Easy XXL, sondern beim normalen. Genau, also ich finde es richtig cool. Vorne 4 Kolben, hinten 2 Kolben. Das verzögert super, das reicht auch für starke Berge. Dafür ist ja auch der Motor schon geeignet. Also hier haben wir wirklich einen ziemlichen Allrounder. Die Bremsscheibe finde ich auch gut, guck mal, von der Optik. Schon schick aus irgendwie, ne? Das sind auch große Scheiben, ne? Was sind das? 160, 180 mm? Ja, 180. Das ist schon cool. Ansonsten, was noch geupdatet wurde, was mir auch ganz gut gefällt, sind die neuen Faltpedale von Easy. Diesen, man hört es schon. Ultra wichtiges Update. Guckt es euch mal an, was das für Dinger sind. Richtig massiv, trotzdem super gelagert. Bin großer Fan davon. Die Vorgänger waren zweckmäßig, die sind richtig, richtig cool. Ja, also wir verkaufen die auch hier so im Aftermarket, wenn Leute sagen, ey, hier, ich habe ein Faltrad, Klapprad, was auch immer. Oder bei anderen City-Treckenrädern, ey, macht euch die Dinger drauf, die sind richtig cool, 59 €. Und ey, das ist einfach ein ganz anderes Pedal. Die anderen sind auch okay gewesen, aber das hier ist noch mal ein bisschen satter. Das klappt nicht, wenn man Druck drauf gibt, ne? Gerade bei schweren Menschen. Dann klappt das Pedal so leicht so nach außen, so ein Tickelchen. Und das ist dann vom Fahrgefühl ein bisschen komisch dann vielleicht manchmal, wenn man dann einen steilen Berg hochtritt. Und hier passiert gar nichts. Da verwindet sich überhaupt nichts. Also wenn ich da jetzt reindrücken würde mit meinen 80 Kilo, da passiert da nichts. Und hier auch mit diesem Skateboard-Lack, echt coole Sache. Und breiter natürlich. Das heißt, Schuhgröße 47 kommt da auch irgendwie noch unter. Genau, ansonsten hat das Easy, was so ein Easy halt hat. Das bedeutet, wir haben auch vorne wieder den Speedlifter von bei Schulz, wo wir ganz leicht die Höhe verstellen können, wo wir auch super schnell den Lenker querstellen können, um auf eine schmale Silhouette zu kommen. Ihr kennt das ganze Prinzip. Wir haben hier ein Kompaktrad, das gerade so in ein Wohnmobil-Staufach wunderbar reinpasst. Also sehr kofferraumkonform das Ganze. Das kennt ihr aber auch schon von den anderen Modellen. Trotzdem, vielleicht sind ja auch ein paar Zuschauer dabei, die das alte Easy nicht kennen. Genau, nach wie vor super Geschichte. Der Speedlifter Twist von bei Schulz. Jo. Breitere Sattel haben sie dem Easy noch gegönnt. Ne? Wenn ihr jetzt diese Komfortversion holt, wird er noch breiter sein. Da ist nämlich der breite Secure-Sattel, der bei den 22ern Komfortmodellen drauf war. Und wenn man jetzt sich ein Komfortmodell holt, ist halt der Sattel noch mal breiter, hat die bei Schulz Sattelstütze drin. Und der Lenker, der jetzt hier schon leicht gekröpft ist dann noch mehr gekröpft. Ne? Also hat nochmal einen stärkeren Backsweep zur Fahrerin oder zum Fahrer. Ja, das übliche Fernlicht, was halt 2022 eingeführt wurde, ist auch hier drin. Und das gibt dann auch noch mal ein bisschen mehr Power, wenn man abends dann durch die Gegend fährt, ohne dass da Laternen in der Gegend sind. Ne? Ja, hinten noch mal das sehr helle Fuchsonlicht, was ähnlich hell ist wie so, also es sieht immer so ein bisschen aus, als wäre es dieses Supernova-Licht, ne? Wie heißt das Taillight, ne? 3. Mhm. Also von der Optik sehr ähnlich, strahlt auch so ein bisschen seitlich so aus, ist wirklich super hell, also damit wird man wirklich von weit weg gut gesehen. Genau, da sind wir die groben Facts immer durchgegangen. Rahmenschloss verbauen wir natürlich auch immer gleich mit. Cooles Teil, ja. Vielleicht da auch noch so ein bisschen den Preis gerechtfertigt. Dieses Mal ist das im Preis schon mit inbegriffen. Im letzten Jahr kam es ja noch on top dazu. Ja, also viele werden jetzt wahrscheinlich geschockt sein. Wir sind jetzt bei dem Top-Modell hier also was heißt Top-Modell, aber bei dem Modell, was bei uns am meisten halt geht, sind wir bei 4.599 €. Es gibt ein paar neue Farben noch.
Für die Leute, die noch schnell sind, wir haben noch ein paar 22er Modelle, aufgrund der Tatsache, dass die auch erst vor kurzem geliefert wurden. Das heißt, sind noch aktuelle Räder, wo bei uns erst vor kurzem gekommen sind. Ein paar haben wir noch da, deswegen haben wir sie auch noch. Und da könnt ihr, wenn ihr schnell seid, für 4.050 oder 4.100, also für um die 500 € weniger, fast das gleiche Rad kriegen. Kontaktiert uns einfach. Ja, da habt ihr halt die Möglichkeit, da nochmal ein bisschen was zu sparen. Die Räder hier gibt es in zig vielen Farben. Wir haben jetzt hier so einen Ständer, der ist nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Was aber so neu reinkommt, ist halt, wie heißt das, Sunny Yellow oder Yellow irgendwas, ne? Also ein Gelb matt. Und noch ein paar andere Farben wie Opal, aber Opal ist ja eigentlich auch eine Farbe, die wir dann demnächst reinkriegen müssen. Das Opal Green, dann Urban Blue kommt noch. Guckt mal ins Internet bei Easy oder auf uns auf der Homepage. Beziehungsweise wir haben ja noch, das könnte man verlinken, auf der Eurobike haben wir ja die ganzen Farben gesehen. Ne? Dann verlinken wir euch das Video, dann könnt ihr euch das Video auch mal angucken, dann seht ihr die ganzen Farben. Das ist doch mal clever, oder? Genau, und da wäre auch wirklich so mein Punkt. Ich habe es schon angedeutet, ich bin so ein bisschen unterwältigt von der Nachfrage nach Farben. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welche Farbe bei euch interessant wäre. Ja. Weil wir verkaufen mit Abstand am meisten dunkelblau, schwarz, so die ganz gedeckten Geschichten. Aber eigentlich sieht es ja schon schick aus, wenn man auch mal ein paar bunte Räder hier hat. Würdet ihr die kaufen oder eher nicht? Ja. Und was ist eure Lieblingsfarbe so generell bei Fahrrädern? Sagt ihr, ey, so ein Orange ist schon fetzig, aber wenn es drauf ankommt, dann ist es doch nur ein Bluff und man geht dann doch auf die Nummer sicher und holt sich schwarz-blau. Das ist halt immer eine spannende Sache, gerade für uns auch als Händler, wo wir eine Auswahl treffen müssen. Weil oft hat man dann so, man geht dann irgendwie auf eine Farbe, denkt so, das wird das Ding und dann ist es irgendwie doch das Schlichtere eher. Ja, ansonsten euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Ciao.